Spätestens seit der Entdeckung der Quantenmechanik dürfte klar sein, dass Zeit und Raum nicht ganz so linear ablaufen wie bisher gedacht. Seit den ersten Messungen der Lichtteilchen stehen bisher zuverlässige physikalische Größen Kopf. Zeitgleich finden Astronomen im All immer wieder Ungereimtheiten und Erscheinungen, die Hinweise auf bizarre Parallelwelten und die Existenz mehrerer Universen liefern. Das Ende vom Anfang? Auch wenn die renommierte Wissenschaft gerne das Bild vermittelt, Fakten über den Ursprung des Alls und seine Ausdehnung zu kennen, so ist das schlichtweg falsch. Nahezu alles Wissen, das in Schulbüchern gelehrt oder als Thesen postuliert wird, ist bei genauerer Betrachtung nur eine rechnerische Annahme oder unsichere Beobachtung. So geistern auch Zahlen über die Größe des Alls durch den Wissenskosmos. Doch der Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren bezieht sich nur auf den Teil des Alls, den Menschen momentan sehen können. Mit gigantischen Fernrohren, Raumsonden und Funkempfängern gucken und lauschen die Forscher jeweils 46,6 Milliarden Lichtjahre in jede Richtung. Würden neue Messgeräte erfunden werden, würde das All sehr wahrscheinlich plötzlich um einiges größer werden. Tatsächlich weiß also niemand, wo und ob es einen Anfang und Ende des Universums gibt. Tatsächlich wissen die Forscher noch nicht einmal, welche physikalischen Kräfte außerhalb unseres Sonnensystems herrschen und ob diese überall im All gleich sind. Denkbar sind rein theoretisch auch Welten, in denen völlig andere Massenverhältnisse, Farben oder Lebensformen existieren. So wurden beispielsweise auf dem Saturnmond Titan Ozeane aus Methan entdeckt. Möglicherweise gibt es dort sogar Kleinstlebewesen, die von Methan statt Wasser und Sauerstoff leben können. Der Urknall ist nicht wirklich bewiesen. Selbst der Urknall, aus dem unser gesamtes Universum hervorgegangen sein soll, ist nichts anderes als eine mathematische Theorie. Bisher nahm man an, dass sich das ganze beobachtbare Universum seit diesem Nullpunkt linear ausdehnt. Ob es sich irgendwann wieder zusammenzieht oder unendlich auseinanderdriftet, war unklar. Neuere Daten lieferten Bewegungsrichtungen von Galaxien außerhalb der Milchstraße, welche die Theorie vom linearen Auseinanderdriften ins Wanken brachten. Vielmehr scheint sich der ganze Kosmos in Spiralen und Wirbeln zu bewegen. Welchen Mustern diese Bewegungen folgen, ist derzeit nicht einheitlich berechenbar. Wollte man diese Muster beschreiben, müssten die Forscher die Existenz weiterer bisher nicht messbarer Strukturen und Dimensionen im All in Betracht ziehen. Die Erkenntnisse überholen sich ständig. Noch vor 100 Jahren ging der geniale Physiker Albert Einstein davon aus, alle Himmelskörper seien im All fest verankert. Rotation und Bewegungen waren ihm zwar bekannt, dennoch hielt es die damalige Physik für wahrscheinlich, dass Planeten eine Art Aufhängung oder feste Position in einem unbekannten Medium besäßen. Je näher Einstein den festen, berechenbaren Größen des Kosmos kommen wollte, desto mehr fand er Bewegung, Wahrscheinlichkeiten und seine berühmte Relativität der meisten bekannten physikalischen Größen. Einzig und alleine das Licht bzw. dessen Geschwindigkeit verhielten sich seinen Berechnungen nach absolut konstant. Im Makrokosmos, der Welt der größten Erscheinungen, ist dies bisher tatsächlich der Fall gewesen. Das Licht in der kleinsten Welt der Teilchen, Quanten im Mikrokosmos, verhält sich dann aber schon wieder völlig unberechenbar. Anhand dieser Vergleiche scheint es logisch, dass Forscher auf immer weitere Neuigkeiten, Besonderheiten und vielleicht irgendwann auch Parallelwelten zu unserer bekannten Welt stoßen werden. Unsichtbare Ordnung und Multiversen. Seit Weltraumteleskope wie Hubble immer neue Daten und Bilder liefern, wackeln viele der bisher als unumstößlich geltenden Theorien. Zu viele Erscheinungen im All lassen sich mit herkömmlichen Größen- und Ordnungssystemen nicht mehr erklären. Trotzdem scheint es im All eine Art Harmonie und Ordnung zu geben. Nur folgt diese Ordnung Maßstäben, die die bisherige Wissenschaft noch nicht gelten lassen kann. So fanden Forscher zufällig heraus, dass viele der bunten bipolaren Nebel im All entlang einer unsichtbaren Achse angeordnet sind. Aus herkömmlichen Blickwinkeln betrachtet befinden sie sich an völlig verschiedenen Stellen im All. Möglicherweise könnte diese Achse der Schlüssel zu einem Spiegeluniversum sein. Bewiesen ist dies jedoch nicht. Bereits in den 70er Jahren hatte der russische Kosmologe Andrei Dmitrievich Linde eine Theorie über die Existenz mehrerer blasenartiger Universen erstellt. Die Parallelwelten könnten seiner Theorie nach teilweise in unserem Universum liegen und teilweise oder vollständig außerhalb. Überschneidungen und Wechselwirkungen seien möglich. Demnach gab es auch nicht einen Urknall, sondern mehrere. Als Laie kann man sich das Bild dieser Theorie wie Blasen in einem Becken mit heißem Thermalwasser vorstellen. Die Wasserfläche entspräche einer Grundstruktur des Universums, wobei diese auch nicht starr, sondern in ständiger Bewegung wie das Wasser wäre.
Der Cold Spot. Hinter dem Horizont geht es weiter. Auf der kosmischen Hintergrundstrahlung fanden Forscher einen auffallend großen, kalten Fleck. Die kosmische Hintergrundstrahlung kann man als den Überrest des Urknalls bezeichnen. Sie gilt als das älteste Lichtsignal des Universums und entstand theoretisch 380.000 Jahre nach dem Urknall. Zu diesem Zeitpunkt kühlte sich das Universum erstmalig etwas ab und machte die Bildung erster Gaswolken und Staubstrukturen möglich. Wo sich später Körper- und Gravitationsfelder gebildet haben, ist die Hintergrundstrahlung etwas wärmer. In leeren Räumen kühlt sie minimal ab. Auf dem Kälte-Wärmenetz der Strahlung haben Wissenschaftler in den 90er Jahren eine sonderbare Erscheinung gefunden: den Cold Spot. Auf den Bildern war er zunächst nur winzig. Dennoch ergaben die Berechnungen eine ursprüngliche Ausdehnung von 1,8 Milliarden Lichtjahren. Gemessen an den restlichen Erscheinungen der Hintergrundstrahlung und in Relation zum Urknall könnte der Cold Spot so etwas wie der Horizont des Universums sein. Wenn dem so wäre, dann wäre die Welt hinter dem Horizont keineswegs leer oder am Ende. Bizarre Berechnungen ergaben, dass an dieser Stelle entweder zwei Universen kollidiert sind und dadurch ein neues gebildet haben oder bis zu 50 weitere Universen entstanden sein könnten. Die chinesischen Wolkenstädte und seltsame Funde. Warum immer in der Ferne suchen? Alleine auf unserer Erde sind tausende Fälle mysteriöser Erscheinungen und Funde bekannt, die auf die Existenz von Parallelwelten quasi gleich um die Ecke schließen lassen. In den Jahren 2015 und 2017 kam es in China zur Sichtung der Wolkenstädte. Eine eigenartige Wetterlage aus Dunst, Licht und Wind ließ zunächst beachtliche Wolken aufquellen. Aus den Wolken formten sich die exakten Abdrücke einer Stadt mit Hochhäusern und Kaminen. Nicht nur ein oder zwei Menschen hatten dieses Himmelsereignis gesehen. Tausende wurden Zeugen und schossen beeindruckende Bilder. Ereignet hatten sich die Phänomene in der Stadt Yuyang in der Provinz Hunan sowie Forschern in der Provinz Guangdong. Offiziell wurden die Erscheinungen mit optischen Täuschungen durch Lichtspiegelungen erklärt. Wer allerdings aufmerksam sucht, findet viele weitere Hinweise auf andere Dimensionen und Welten. Mysteriöse Kornkreise, der geschichtlich unmögliche London-Hammer oder der chemisch nicht bestimmbare kleine blaue Skystone sind nur einige davon. 70 Jahre in einer Nacht in einer anderen Welt. Im Jahr 1821 veröffentlichte der britische Journalist und Schriftsteller Thomas de Quincey seine Autobiografie »Die Bekenntnisse eines Opiummessers«. Darum erzählt er unter anderem, wie er unter dem Einfluss von Opium in eine Parallelwelt geraten sei. Ganze 70 Jahre habe er dort in nur einer einzigen Erdennacht gelebt und sei dann am Morgen nach seinem Rausch wieder aufgewacht. Auch Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland, soll regelmäßig Opium konsumiert haben und die Erlebnisse in seinen Kinderbüchern verarbeitet haben. Fantastische Mutmaßungen gehen davon aus, dass alle Geschichten, Mythen und Märchen, die Menschen jemals ersonnen und geträumt haben, in anderen Welten tatsächlich so existieren. Ganz ähnliche Zusammenhänge zeigen Werke und Filme wie Die unendliche Geschichte, Thron, Matrix oder Inception. Quanten kennen weder Zeit noch Raum. Zurück zur Wissenschaft dürfen die Quanten bei diesen Überlegungen natürlich nicht fehlen. Das berühmte Doppelspaltexperiment kam zu dem Ergebnis, dass das Verhalten des Lichtes von der Anwesenheit eines Beobachters und dessen Erwartungshaltung abhängt. Kurz, schaut keiner hin, verhalten sich Quanten wie undefinierte Lichtwellen. Schaut jemand, nehmen sie eine Form an. Für unsere Welt würde dies bedeuten, dass alle Erscheinungen eine große optische Täuschung sind. Sie verschwimmen, sobald niemand sie beobachtet. Diese Erkenntnisse decken sich auf faszinierende Weise mit dem Wissen alter Mysterienschulen. Östliche Weisheiten bezeichneten bereits vor 3000 Jahren alle Erscheinungen dieser Welt als eine Illusion. Quanten sind nicht nur flexibel, was die Form angeht, sie legen sich auch nicht fest, wo oder wann sie sind. Berechnungen zeigten, dass sie sich an mehreren Orten und Zeiten gleichzeitig aufhalten können. Berücksichtigt man bei diesen Gedankengängen noch, dass selbst der Mensch nichts anderes als verdichtetes Licht mit Bewusstsein ist, sind selbst Zeitreisen und Mehrfachexistenzen plötzlich möglich. Die Mehrdimensionentheorien. Viele mathematische Formeln gehen mit dem bisherigen Wissen der Forschung nicht auf. Sie enthalten Lücken und wollen einfach nicht rund werden. Damit sind sie nicht lösbar, nicht wiederholbar und damit keine Wahrheit im Sinne der anerkannten Forschung. Nun hat Einstein bereits zugegeben, dass sehr wahrscheinlich mehr als 3 bis 4 Dimensionen in unserem Universum existieren. Einige mutige Wissenschaftler wie der deutsche Physiker Burkhard Heim wagten experimentelle Mehrdimensionenmodelle. Heims Modell geht von 12 Dimensionen aus, wobei 9 theoretisch für den Menschen zugänglich wären und 3 aus einer Art göttlichen Sphäre bestünden. Von seinen Kollegen wurde Heim Mitte des 20. Jahrhunderts ausgelacht und ausgegrenzt.
Mit dem Fortschreiten der Quantenmechanik werden Himes Thesen allerdings immer wahrscheinlicher. Unter der Annahme von 12 Dimensionen würden etliche der noch offenen mathematischen Gleichungen plötzlich aufgehen. Diese weiteren Dimensionen müssen gar nicht so viel größer sein als alles bisher Bekannte oder hinter dem Horizont des Universums liegen. Himes Modellen nach liegen einige davon wie aufgerollt und innerhalb unserer bekannten Raumzeit. Schrödingers Katze ist tot und lebendig zur gleichen Zeit. Das Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger setzt sich aus einem zerfallfähigen radioaktiven Atom, einer Messuhr mit Auslöser, einer Giftflasche und einer Katze in einem Karton zusammen. Zerfällt das Atom, löst die Messeinrichtung einen Hammer aus, der die Giftflasche zerschlägt und die Katze stirbt. Radioaktive Atome zerfallen früher oder später. Wann ist unklar. Da kommen erneut der Beobachter und die Quanten ins Spiel. Öffnet der Beobachter den Karton, könnte die Szenerie so lange undefiniert sein, bis der Vorgang der bewussten Beobachtung eine Wahrscheinlichkeit ausformt. Doppelspaltexperiment. Die Rolle des Beobachters entscheidet theoretisch über den Tod oder das Leben der Katze. Doch selbst wenn der Beobachter in seiner Welt den Tod der Katze erlebt hat, bleiben im zeitlosen Quantenraum weiter beide und womöglich noch viele weitere Möglichkeiten bestehen. Diesen Theorien nach könnten alle Wesenheiten mit Bewusstsein Navigatoren und Erschaffer einer oder mehrerer Welten sein. Die Idee eines gigantischen variablen Holodecks wäre damit wahrscheinlicher als nur eine einzige wahre oder messbare Welt. Die Idee, dass wir uns alle eine eigene Welt basteln könnten, ist eigentlich schön. Nur was machen dann die Wissenschaftler? Wieso können sie mit ihrer Kunst der Beobachtung nicht das All erschaffen, das sie sich wünschen? Ein geradlinig Berechenbares? Sag uns deine Meinung. Möchtest du dir eine eigene Welt erschaffen, Zeitreisen machen und auf Wahrheiten pfeifen? Hast du andere tolle Ideen, was unser Universum tatsächlich sein könnte und wo die Parallelwelten verborgen liegen? Nutze dafür wie immer die Kommentarfunktion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.